Resident Evil 4 ist wahrscheinlich das beliebteste Resident Evil Spiel mit den wohl meisten Ports. Ursprünglich für die PlayStation 2 im Jahr 2001 geplant, musste das Capcom-Spiel 4 Jahre und ebenso viele Betas und Testläufe erhalten, um die endgültige Form anzunehmen. Resident Evil 4 durchlief einen langen Entwicklungszyklus. Es wurden mehrere Prototypen erstellt. Offiziell wurden nur 2 dieser Prototypen jemals der Öffentlichkeit gezeigt. Die Entwicklung begann bereits 1998. Das Entwicklerteam unternahm eine Reise nach Spanien, um die Schlossarchitektur, die es im finalen Spiel gibt, zu studieren und schon mal ein paar Ideen zu sammeln. Im Dezember 1999 wurde angedeutet, dass sich Resident Evil 4 in der Entwicklung befand. Das Spiel wurde jedoch erst 2001 auch offiziell angekündigt. Als Resident Evil 4 zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt wurde, wurde bekannt gegeben, dass das Spiel eines der Capcom 5 für den Nintendo GameCube werden soll. 5 Exklusivtitel für den GameCube. Das hielt allerdings nur für ein halbes Jahr und das, obwohl das nur für GameCube-Logo auf dem Cover drauf war. Die erste Version wurde bekanntlich Devil May Cry, weil der Bild als zu actionorientiert angesehen wurde, um Teil der Serie zu sein. Resident Evil 6 hingegen ist wieder eine ganz andere Geschichte. In dieser Version spielte man einen neuen Charakter, welcher stylisch Zombies abknallte. Dabei wurde das Gameplay auch ein wenig mehr wie ein Beat'em Up oder auch Hack and Slay. Des Weiteren würde man ein Mädchen aus einer Villa retten. Der Charakter sollte auch übernatürliche Kräfte besitzen. Letztlich entschied man sich aus dieser Beta eben die Devil May Cry Serie zu entwickeln. Die Spieler waren erst schockiert über die Ankündigung, dass Resident Evil 4 exklusiv auf dem GameCube sein würde. Die erste GameCube-Beta wurde auf der Tokyo Game Show 2002 vorgestellt und zeigt Leon in einem Luftschiff im Kampf gegen eine bizarre Nebelkreatur. Die wenigen Worte, die im Trailer gesprochen wurden, handelten von einem neuen Virus und anscheinend drehte sich die Geschichte um den Angriff auf Umbrella in Europa. Darüber hinaus war Leon wahrscheinlich infiziert und verfügte über seltsame, übernatürliche Kräfte. Die Idee der Nebelkreatur wurde dann nochmals in Resident Evil 5 in einer gewissen Art und Weise wiederverwertet. Biohazard 4. Resident Evil 4 wurde auf der E3 2002 erneut der Öffentlichkeit vorgestellt und zeigte nun ein völlig anderes Spiel als noch bei der Tokyo Game Show. Diese Version des Spiels zeigte Leon S. Kennedy in einer Villa, während er von besessenen Rüstungen, besessenen Puppen und einem Geist angegriffen wird. Diese Version des Spiels konzentrierte sich auf das Superübernatürliche und um das Rätsellösen.
Im folgenden Jahr 2003 wurde das Spiel nochmal erneut gezeigt. Diese Version hatte verschiedene Funktionen und eine neue Art des Übernatürlichen, was es ein wenig an Silent Hill erinnerte. In diesem neuen Trailer befand sich Leon, der immer noch eine Art seltsame Kraft hatte, in einer Villa, das von einer seltsamen Präsenz befallen war, insbesondere einer starken Kreatur mit einem Haken, dem sogenannten Hookman. Dieser Gegner würde den Spieler verfolgen, so ähnlich wie der Tyrant aus Resident Evil 2 oder Nemesis aus Resident Evil 3. Auch sollte Leon Halluzinationen haben und die Kamera würde sich, wenn er von dem Hookman angegriffen werden würde, wackeln. Ein erweitertes Video dieser Beta ist auch auf der Biohazard 4 Secret DVD zu sehen. Diese Version wird auch allgemein als Resident Evil 3.5 bezeichnet. Man sah in diesem Prototyp, dass es noch fixe Kameraperspektiven gab und man nur im Schießen die Kamera bewegen konnte. Obwohl diese letzte Beta die vielversprechendste und auch ausgefeilteste Version zu sein schien, beschloss Capcom sogar nochmal von vorne zu beginnen. Die dritte Beta, die laut Programmierern Zombies enthielt, wurde nicht einmal der Öffentlichkeit vorgestellt. Schließlich wurde Resident Evil 4, was wir heute kennen, dann auf der E3 2004 gezeigt. Darüber hinaus wurde die Testversion der GameCube-Version gehackt und enthüllte die Namen vieler Räume und Gegenstände, die es im finalen Spiel nicht gibt. Des Weiteren existiert ein anderes Modell von Ashley und Jill, welche das Kleid von Ada trägt. Warum auch immer. Es scheint, dass die Programmierer also bis zum Ende der Entwicklung noch Änderungen am Spiel vorgenommen haben. Des Weiteren existiert noch eine ungenutzte Cutscene im Spiel und eine voll funktionsfähige Leiter, welche man noch per Glitch erreichen kann. Resident Evil 4 ist bis heute das beliebteste und meistverkaufteste Resident Evil Spiel, welches perfekt Horror und Action vereinigte. Es wäre wirklich interessant zu wissen, wie eine mehr auf Horror fokussierte Version von Resident Evil 4 am Ende ausgesehen hätte, vor allem wie dann die Nachfolger Resident Evil 5 und Resident Evil 6 geworden wären. So, das war jetzt die Beta zu Resident Evil 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst ruhig ein Like da, kommentiert ruhig und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann am besten abonnieren.
Des Weiteren habe ich euch noch ein Video zu Red Cooper verlinkt, welcher Slenderman gespielt hat. Schaut mal auf seinen Kanal vorbei, er macht wirklich witzige Videos rund um das Thema Gaming.